Heute ist Tag 4 und damit haben wir die Hälfte von Fuerteventura auf unserem Weg Richtung Norden bereits durchquert. Auf unserem bisherigen Weg müssen wir Wasser in Automaten kaufen und haben eine lange Strandwanderung gemacht. Wir schlafen in den Dünen der Insel und verbringen Nächte auf Gipfeln. Wir können einzigartige Landschaften bestaunen und müssen eintönige Wege ertragen. Es ist windig hier auf der Insel und irgendwie muss ich mich dabei erkältet haben. Bevor es noch schlimmer wird und ich richtig krank werde, gehen wir lieber schnell weiter. Also Freunde, auf geht's! Guten Morgen! Es ist wieder Rich Hike. Und windig, aber schön. Wie geht's dir? Morgen! Wie geht's dir? Windig geht's mir. Wie hast du geschlafen? Boah, ganz gut. Was macht deine Erkältung? Die ist fortlaufend im Gange, aber ich glaube, es geht bald wieder. Gut, dann Ja. machen wir weiter. Gerne. Gut. Da geht's lang. So, wir haben irgendwo hier drin in diesem Barranco-Tal geschlafen und sind dann hier diesen Berg nach oben bis dort ungefähr. Und dann sind wir jetzt hier diese Hügel und diesen Hügel wieder hier hoch. Und man erkennt natürlich wie immer gar nicht, wie steil das ist. Aber es ist steil, anstrengend. Wind ist ein bisschen weniger geworden, Sonne wird dafür stärker. Und ja, geht auch noch ein Stück weiter. Aber eigentlich ist halt alles wie immer. Von dem her gibt es auch nichts zu beschweren. Heute gibt es dann mal was Besonderes, und zwar Wolken. Hatten wir jetzt die letzten Tage noch nicht. Und ich hatte auch nicht gedacht, dass es überhaupt welche auf Fuerteventura gibt. Naja, wir gucken mal. Hauptsache wird nicht zu kalt. Richtig schön hier oben. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg Richtung Meer zur Westküste und haben jetzt hier eine wunderbare Hügellandschaft um uns herum. Also wirklich toll. Und das erste Mal vor uns keine Örtchen, keine Städtchen, sondern einfach nur Wolken, Meer, Weg und diese Aussicht. Herrlich. Und erfreulicherweise, obwohl wir gerade 600 irgendwas sind, kein Wind. Fantastisch. Schon wieder auf den nächsten Hügel hochgekämpft. Aber es lohnt sich immer.
Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. A, es ist hier alles super grün und B, fließt hier sogar Wasser. Also wir hören es sogar, wie es von den Wänden runter tropft. Schön. Und da hinten auch. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder am Meer. Wir waren gerade in Puerto Los Molinos und konnten dort jetzt nochmal Cola trinken, Wasser auffüllen und ein paar Chips kaufen. Mehr gab es nämlich nicht. Und jetzt sind wir schon auf Schlafplatzsuche. Aber in erster Linie ist es toll, jetzt wieder andere Landschaft zu sehen. Und vor allem andere Geräuschkulisse, jetzt mit der Brandung, mit Meeresrauschen. Da freuen wir uns schon drauf. So, wir haben den Spot für heute Nacht gefunden. Es soll dieser hier sein. Wir haben gerade noch untergehende Sonne. Also es ist gerade eine unglaublich schöne Szenerie. Es ist auch eine unglaubliche Weite, die wir hier sehen. Und trotz dessen, dass wir ja fast direkt am Meer sind, ist es relativ windstill. Das war jetzt für heute Abend eigentlich unsere größte Sorge. Aber ich glaube, das geht. Und ansonsten, wir haben uns hier schon wieder ein paar Steine zurechtgelegt. Das heißt, das Zelt kriegen wir auf jeden Fall jetzt auch windsicher hin. Da sind wir jetzt schon geübt über die letzten Nächte. Aber das ist doch einfach traumhaft. Also ich finde es so schön und es ist gerade so... Ach, das ist wie so eine Belohnung. Man ist den ganzen Tag unterwegs, man quält sich manchmal sogar die Berge hoch. Es ist windig, es ist kalt, es ist heiß. Man hat so viel zu tun und wenn man dann abends an so einem Spot ankommt, es ist wirklich wie eine Belohnung und es ist einfach nur unglaublich schön. Und wir freuen uns jetzt auf unseren wohlverdienten Abend. Wir werden uns was Leckeres kochen. Und ja, hoffentlich auch gut schlafen. Und dann hoffen wir auch, dass es dem Alex morgen besser geht. Die Hälfte des Tages war wirklich kritisch und da ging es ihm gar nicht gut. Jetzt gegen Abend geht es wieder ein bisschen besser und wir drücken den Daumen, dass es morgen noch ein Stückchen besser ist. Soweit so gut. Wir sagen gute Nacht, bis morgen, ciao und bye bye. Guten Morgen, es ist 7:15 Uhr. Irgendwo da hinten geht die Sonne auf und wir gönnen uns heute doch mal den ersten Kaffee direkt im Bett. Wir haben gut geschlafen, wir haben eine fantastische Aussicht. Das Wasser für unser Frühstück, für unser Milchreis ist auch schon dabei zu köcheln. Und ja, ich würde sagen, wenn wir abgebaut haben, gehen wir noch zu dem Rave nebenan, der die ganze Nacht im Start war. Glücklicherweise nicht sehr laut, also je nachdem wie der Wind stand, hat man da irgendwie die Mucke gehört, aber alles halb so wild. Es war wirklich eine gute Nacht und das war ein toller Spot, den wir hier ausgewählt haben. Ja, genau. Und wenn wir hier fertig getrunken haben und gefrühstückt haben, dann packen wir zusammen und dann geht es weiter nach El Corral. El Castel.
Naja, irgendwie sowas in der Art an der Küste entlang. Wir gehen heute den ganzen Tag an der Küste, wir freuen uns schon drauf. Ja, dann sagen wir einfach bis später. Ciao, ciao. Hier ist alles grün drin. Ja, und hier ist dann direkt das Meer. Haben wir jetzt schon öfter gesehen. Sehr schön. Wir sind back on trail und schwer erkennbar. Und wir haben einfach mal eine unendliche Weite vor uns. Also hier ist einfach nichts. Gar nichts. Und das für die nächsten oder für eine Strecke von insgesamt 23 Kilometer ist hier einfach nichts. Kein Shop, kein Restaurant, keine Wasserversorgung, kein Örtchen, gar nichts. Das heißt, wir müssen mit dem klarkommen, was wir haben. Ich denke, Wasser reicht. Zu essen haben wir uns gestern noch Pringles und Snickers gekauft als Wegeproviant. Das sollte aber auch passen. Ja, und dann hoffen wir, dass wir am irgendwann späten Mittag in El Cortillo ankommen werden. Das ist auch eine Küstenstadt im Westen. Ja, und bis dahin genießen wir mal die Stille und die Weite, die einfach wirklich unendlich ist. Das erste Ziel des Tages rückt in greifbare Nähe. Noch etwa 3,5 Kilometer. Dann gibt es dort für uns hoffentlich was zu essen und eine Mittagspause. Die haben wir uns dann nämlich verdient, weil dann ungefähr knapp 18 bis 20 Kilometer hinter uns liegen. Also einfach mal kurz durchschnaufen, entspannen und was Leckeres speisen. Wir sind jetzt gerade aus El Cortillo wieder aufgebrochen, hatten dort eine doch recht ausgiebige Mittagspause und haben uns heute mal zur Feier des Tages leckere Pasta und Gnocchi gegönnt und ausreichend Kaffee und ausreichend Cola und haben uns auch wieder unsere Wasservorräte auch wieder aufgefüllt. Und jetzt ist es mittlerweile kurz vor 3 und das heißt für uns, wir verlassen wieder das Meer und gehen in Richtung Landesinnere, immer Richtung Norden. Und ja, so viel ist vom Weg gar nicht mehr übrig, gerade noch 26 Kilometer. Und wir schauen mal, wie viel wir heute noch davon schaffen. 6 wäre wünschenswert, alles darüber hinaus ist on top. Und das wäre es auch schon. Unser Weg führt uns jetzt wieder etwas mehr in die hügelige Region. Wolken sind auch am Start. Aber ich denke, wir bleiben trocken. Wir haben gerade den allerletzten Ort vor unserem Ziel verlassen
und sind jetzt hier auf einem Pfad, der um den Vulkan drumherum führt. Also nochmal eine ganz andere Landschaft. Ein sehr spannendes Bild, was sich hier ergibt. Und was wir aber auf jeden Fall zeitnah brauchen, ist ein Schlafplatz. Es ist nämlich schon, ich glaube, 20 nach 5. Das heißt, in einer Stunde geht die Sonne unter. Und dementsprechend wird es Zeit. Wir hoffen natürlich, dass wir hier was Angemessenes finden. Aber wir sind da ganz optimistisch. Hat bisher auch immer gut geklappt. Ja, das war's auch schon. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt sind wir heute so viel gelaufen. Wir sind schon über 30 Kilometer unterwegs, dass wir jetzt irgendwie zu nah an der Zivilisation sind und Probleme haben, jetzt überhaupt noch irgendeinen Schlafplatz zu finden. Also gerade oben am Vulkan, das war doch recht touristisch mit einem großen Parkplatz und da sind noch super viele Leute unterwegs. Und jetzt laufen wir hier eine Schotterpiste Richtung Coralejo. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Die ist aber auch noch befahren mit Autos und auf der linken Seite sind so verschiedene Fincas und irgendwelche Sachen, die angebaut werden. Naja, und geradeaus sieht man auch schon das Meer und auf der anderen Seite Lanzarote. Also was ich damit sagen will, da kommt halt auch einfach nicht mehr viel. Wir müssen mal gucken, was das dann jetzt bedeutet. Also wir hoffen, dass wir irgendwo noch einen Schlafplatz finden. Und wenn nicht, dann sind wir heute Abend schon am Ziel. Dann haben wir aber das Problem, dass wir keine Unterkunft haben. Und natürlich gibt es auch, zumindest bei Booking, gar nichts zu buchen. Ja gut, wir sind gespannt, hoffen das Beste und sagen mal bis später. Ciao, ciao. So, nochmal ein Update. Wir haben jetzt doch noch einen Platz gefunden. Umgeben von Vulkanen haben wir hier eine ganz tolle Fläche gefunden, eben in einem relativ flachen Tal. Ja, wir haben es 10 vor 8, haben jetzt gerade schon gegessen, sind super happy, dass wir jetzt hier die Nacht verbringen können und haben heute 35 Kilometer auf der Uhr. Also wir sind auch fix und fertig. Das war heute echt ein langer Tag. Zuerst die ellenlangen Kilometer entlang der Steilklippen, über den Sand und über die doch sehr wüstige Landschaft. Und jetzt am Ende nochmal auch an der gesamten Vulkanlandschaft vorbei, durch einige Orte noch. Und ja, bis hierher, bis wir jetzt endlich was gefunden haben. Sind aber sehr zufrieden, freuen uns auch auf die Nacht, die wir jetzt nochmal am Zelt verbringen können. Das Zelt steht schon, ihr seht es vielleicht hier im Hintergrund. Werden jetzt nochmal was essen und dann geht es für uns ja, ab in die Federn. Wir werden ja, es uns nochmal gemütlich machen für die letzte Nacht und dann morgen ganz entspannt nach Coralejo einlaufen und dann nehmen wir euch natürlich nochmal mit. Good morning! Die letzte Nacht haben wir sehr gut geschlafen. Wir haben schon wieder alles abgebaut. Hier stand das Zelt. Wir haben es verpasst, meine Aufnahme davon zu machen. Aber ist nicht so schlimm. Wir sind jetzt auf jeden Fall ready für die letzten 6 Kilometer, für unseren Zieleinlauf. Und ja, hoffen, dass das auch nochmal gut wird. Sonne scheint schon wieder. Es ist super ruhig. Die ganze Nacht war auch sehr, sehr ruhig. Also das war extrem schön, windstill, kein Laut draußen. Es war wirklich herrlich. Ja, und so werden wir uns jetzt auf den Weg begeben. Wieder hier nach oben und dann geht hier oben diese Schotterstraße lang und dann geht es da hinten rum um den Berg. Ja, wir sagen Tschüssi Platz. Es war nett mit dir. Und dann sehen wir uns spätestens am Ziel. Ja, also geschlafen haben wir da so drin. Können wir euch auch nochmal hier mal zeigen.
Also, genau, da haben wir geschlafen. Schon wieder schön hier. So, wir haben unser Ziel erreicht. Wir sind angekommen in Corralejo. Ja, wir haben schon unser Zielgetränk, unser Zielcortado und unsere Bocadillos eingenommen. Wir sind wieder gesättigt und sind total froh, dass wir die Inseldurchquerung geschafft haben. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid, vielen Dank. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Und wir hoffen, wir konnten euch 2 kanarische Inseln zeigen, wie man sie auch bereisen kann, außerhalb der klassischen touristischen Ausflugsziele. Und wir freuen uns, wenn ihr auch bei unserem nächsten Abenteuer dabei seid und sagen ciao, ciao! Also Freunde, Daumen hoch und dann sehen wir uns hier zu einem neuen Abenteuer irgendwo da draußen wieder.